Endlich ist der Tag für dich da. Du sitzt bei deinem Arzt vorm Schreibtisch und es soll heute endlich deine Diagnose geben. Endlich wirst du erfahren, woran du die ganze Zeit leidest. Und es ist egal, ob du Morbus Crohn jetzt als Diagnose bekommst, Colitis ulcerosa, Reizdarm, Krebs, was auch immer jetzt gerade auf dich wartet. Erstmal sitzt du da und es sind meistens immer die gleichen Abläufe, die in einem vorgehen. Macht sich Unsicherheit breit, Unwissenheit breit, Unbehagen. Vielen Menschen zieht es förmlich den Boden unter den Füßen weg. Aber was ist, wenn du jetzt aufstehst und rausgehst und wieder in deinem eigenen Leben bist? Was passiert jetzt? Womit musst du dich jetzt auseinandersetzen? Was ist der nächste Step? Darum soll es heute auf eine Tasse Kaffee gehen und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kai von Ich und mein Crohn. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist herrlich schubfrei. Ja, wie geht es jetzt für dich weiter nach so einem Gespräch? Ich kann dir sagen, für mich war es eine Befreiung, als ich meine Diagnose bekommen habe. Erst war es eine Befreiung. Ich habe 10 Jahre lang die Hölle mitgemacht. Ich wusste einfach nicht, was ich habe. Ich selber habe auf Krebs getippt irgendwann, weil ich so runtergehungert war. Ich habe so ein Gewicht verloren. Ich hatte von 70 Kilo ungefähr, bin ich auf fast 50 runter und am Ende habe ich ja dann meinen Darmriss gehabt, aber dazwischen war dann noch so die Phase, dass ich eine Kapselendoskopie bekommen habe, als ich so um die 55 Kilo gewogen habe. Und als ich dann endlich meine Diagnose bekam und mir gesagt wurde, du hast definitiv Morbus Crohn, das sieht man hier in den Bildern ganz klar, da habe ich erstmal gefeiert. Das war sehr merkwürdig, die Situation. Ich habe aber innerlich gefeiert, weil es für mich erstmal auch die Bestätigung war, ich mache hier keinem irgendwas vor, ich muss hier keinem mehr beweisen, dass ich wirklich etwas habe. Denn ich hatte sehr viele Jahre das Gefühl, ich müsste andere Menschen erstmal davon überzeugen, dass ich wirklich eine Erkrankung habe, dass ich wirklich Symptome habe, dass ich wirklich leide. Und das ist mit der Diagnose erst einmal beseitigt gewesen. Jetzt ist es schwarz auf weiß vorhanden. Ich habe Morbus Crohn. Und dementsprechend war bei mir erstmal so ein bisschen die Feierlaune. Die sollte relativ schnell dann auch wieder erledigt sein, denn bei mir ist ja dann die Kapsel auch tatsächlich stecken geblieben. Und damit nahm das ganze Unheil seinen Lauf. Ich hatte zahlreiche Stenosen in meinem Darm und am Ende ist der Darm halt dann auch gerissen. Somit konnte ich mich mit meiner eigenen Erkrankung gar nicht mehr so richtig auseinandersetzen. Und vielleicht kennst du von mir den Spruch, akzeptieren statt resignieren. Und genau das ist das, was auf dich wartet, wenn du deine Diagnose hast. Du musst erst einmal, bevor du irgendetwas anderes machst, musst du akzeptieren, dass du jetzt eine unheilbare Krankheit oder eine Diagnose hast. Und das ist alles andere als leicht. Im Bereich CED habe ich mich hingesetzt an meine Homepage und habe das Schublöschermodell entwickelt. Da findest du auch das Lebenshaus. Das Lebenshaus ist meine Visualisierung für dich, wie du dein Leben mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa führen kannst. Und klick dich da gerne mal drauf. Ich verlinke dir das unter diesem Video hier. Ist sehr gut ausgeklügelt. Mein ganzes Coaching basiert auch immer wieder darauf, dein Lebenshaus optimal für dich individuell abzustimmen. Und da findest du auch unter diesem Lebenshausmodell das Wort Akzeptanz. Akzeptanz ist nämlich in diesem Modell einfach die Diagnose, dein Grundstück. Du kannst nicht ein Haus auf einem Grundstück bauen und hinterher sagen, das Grundstück ist Mist, das gefällt mir so nicht, ich hätte gerne ein anderes. Nee, du akzeptierst das Grundstück und dann baust du es. Und genauso ist das jetzt im Umgang mit deiner Erkrankung. Du akzeptierst jetzt die Krankheit und setzt dich damit auseinander, damit du dein Leben neu gestalten kannst. Denn ich kann dir eines sagen, dein Leben geht weiter. Du bist mehr als deine Erkrankung und du möchtest gerne dein Leben weiter gestalten, bestmöglich, und du möchtest das Bestmögliche rausholen. Und genau da sind wir jetzt an einem Punkt, den ich gerne in diesem Video mit dir unbedingt besprechen möchte. Denn ich erlebe auch in den Coachings sehr oft die Situation, dass Menschen Akzeptanz mit Hinnehmen verwechseln. Und ich kann dir ganz klar sagen, drück gleich mal auf Pause und hinterfrage dich selber mal. Ist für dich Akzeptanz
gleich hinnehmen? Und das ist eine Frage, da musst du eine Antwort drauf finden. Ich kann dir sagen, in meinem Mindset auf gar keinen Fall. Akzeptanz ist für mich, ich ziehe eine Linie, von da aus starte ich und dann gehe ich nach vorne und gestalte mir mein Leben so. Vom Ausgangspunkt. Hinnehmen ist für mich, ich ziehe eine Linie, hole mir einen Campingstuhl und Popcorn, setze mich dahin, esse mein Popcorn, schaue geradeaus und bewege mich kein bisschen weiter. Ich will mich aber bewegen. Ich habe noch ein Leben vor mir. Und ich möchte das bestmöglich gestalten und ich möchte meine Lebensqualität zurück. Und ich möchte gerne das Optimalste aus dieser Situation herausholen. Und natürlich ist Akzeptanz erstmal wichtig, aber Akzeptanz ist nach meinem Mindset, und da musst du dich hinterfragen, Linie ziehen, Rucksack auf und weiter. Es ist zum Beispiel völlig egal, ob sich Ärzte vernünftig um mich gekümmert haben vorher. Warum ist die Kamera stecken geblieben? Warum hat es 10 Jahre gedauert, dass ich eine Diagnose bekommen habe? Das ist in dem Moment völlig egal. Auf dein Leben betrachtet, es ist völlig egal, was Leute über dich gedacht haben, wie Leute mit dir umgegangen sind, warum du erst jetzt in deine Diagnose kommst. Das ist alles egal. Es zählt nur noch jetzt und morgen. Und akzeptieren heißt Linie ziehen, Rucksack auf und weiter. Du merkst, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich hätte sehr großen Grund gehabt, auf alle sauer zu sein. Und ich war eine ganze Zeit lang wütend. Aber dieser Prozess, der ist super wichtig. Akzeptiere deine Situation, damit du weitergehen kannst. Denn du bist mehr als deine Krankheit. Du bist Papa, Mama, Oma, du bist so viel mehr. Und deswegen setze dich jetzt mit dir auseinander. Das ist so wahnsinnig wichtig. Aber verwechsel bitte niemals Akzeptanz mit Hinnehmen, weil das macht dich passiv. Und deswegen ist ganz wichtig, nachdem du den Schock überwunden hast, dass du jetzt eine Diagnose bekommen hast, ist es Zeit, mal ganz kurz in sich zu gehen und ruhig zu werden und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommt die Akzeptanz. Setz dich mit deiner Diagnose auseinander, akzeptiere, dass es so ist, Linie ziehen und dann gehst du weiter. Was ist dann der Schritt des Weitergehens? Schraube dein Wissen hoch. Was bedeutet die Diagnose? Was geht gerade in deinem Körper vor sich? Das Wissen ist heute da. Es ist alles da. Du kannst ChatGPT fragen, du kannst Perplexity fragen, du kannst einfach Bücher lesen zu dem Thema, du kannst dich auf meinem Podcast umschauen, du kannst in meinem Blog gucken, du kannst dich an meinem Schublöscher-Magazin anmelden, das kostenlos regelmäßig erscheint. Du kannst dein Wissen nach oben schrauben. Und je schneller du dein Wissen hoch hast, desto weniger Angst hast du und desto eher kannst du tatsächlich um deine richtige Therapie mit deinem Arzt kämpfen. Du kannst dich viel besser mit ihm auseinandersetzen, auf Augenhöhe dich unterhalten. Du verstehst, was er jetzt mit seinen Therapieformen oder sie mit ihren Therapieformen vorhat. Du kannst dich einfach aktiver an der Gestaltung deiner medizinischen Versorgung beteiligen. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass du nicht einfach auf deinem Campingstuhl sitzt und lässt alles über dich ergehen, sondern du gestaltest mit. Es ist dein Leben, es geht um dich. Und auch bei der medizinischen Versorgung darfst du aktiv daran beteiligt sein. Sollst du sogar. Und viele Ärzte wünschen sich das auch. Und dann gehst du, wenn deine medizinische Versorgung erstmal feststeht, Schritt für Schritt in deine Lebensqualität rein. Das war mir sehr wichtig, diesen Unterschied zwischen Akzeptanz und Hinnehmen nochmal zu besprechen, weil ich es immer wieder sehe, dass Menschen das miteinander verwechseln, vielleicht auch aus einer Angst heraus. Es ist halt nicht schön, sich mit einer Diagnose auseinanderzusetzen, aber es bietet dir auch eine Chance. Ich sage immer, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, das ist nicht dein Ende. Das kann eine neue Chance sein, ein neuer Anfang sein. Du merkst, der erste Schritt ist immer der schwierigste und wenn du den nicht alleine gehen möchtest, dann schreib mich gerne an, ich bin für dich da. Und ja, ansonsten sehen wir uns hier recht bald wieder, du, ich und mein Crohn. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus. Tschüss, mach's gut, dein Kai.